Um den Radkasten intensiv zu reinigen, muss die Felge runtergenommen werden und genau das machen wir in diesem Video. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch mal kurz einordnen, was wir vorhaben und warum wir das vorhaben. Ich sag mal, eine normale Unterhaltsreinigung der Radhäuser kann man bei der normalen Wäsche mitmachen. Das zeigen wir euch auch immer in den Videos, die wir so machen von der Autowäsche. Das reicht vollkommen aus. Aber einmal im Jahr, vielleicht zumindest nach dem Winter, vielleicht auch zweimal im Jahr, sollte man gerade den Bereich ums Fahrwerk hintenrum oder auch mal die oberen Kanten, die Innerkanten, alles hinterm Reifen, wo man so normal nicht rankommt und selbst bei der Unterbodenreinigung nicht rankommt, wenn man den Wagen hochhebt, das haben wir euch ja auch schon mal gezeigt, auch mal intensiv reinigen, um dafür zu sorgen, dass sich da der Schmutz nicht so festbackt und am Ende vielleicht noch irgendwo korrodiert. Deswegen machen wir jetzt ein sogenanntes Wheels-Off-Detailing. Das heißt, wir nehmen das Rad runter und reinigen dort wirklich nass den kompletten Bereich. Optimal wäre natürlich eine Hebebühne im Nassbereich. Die haben wir leider nicht. Ich denke mal, du oder viele vielleicht auch nicht. Deswegen werden wir es jetzt Stück für Stück. Wir zeigen euch das an einem Rad, aber man müsste es halt an jedem Rad einzeln machen. Der Aufwand ist relativ hoch, lohnt sich aber. Ich halte jetzt nicht so viel davon oder man könnte natürlich jetzt auch den Bereich nur bei der Wäsche reinigen, an dem man rankommt, den Rest dann auf der Bühne, wenn man alle Räder runter hat. Da würde man dann aber mit Dampf arbeiten, hätte wieder viel Dreck im Bühnenbereich. Kann man mit Sicherheit machen. Wir wollen jetzt hier einfach mal die komplette Nassreinigung im demontierten Zustand zeigen. Wer da eine Bühne hat, kann sie natürlich nutzen, dann geht es schneller. Wir machen es jetzt hier mit dem Wagenheber und ich würde sagen, genug der Vorrede, wir starten gleich mal durch. Ganz genau gesagt, getan, Auto einmal hochgenommen, mit einem Schlagschrauber die Bolzen gelöst, Rad runtergenommen und dann geht's richtig ans Eingemachte. Ja, was sich uns da offenbart, ist ein typisches Bild, gerade jetzt im Winter, Matsch, Schlamm in allen Ecken, die Fahrwerksfeder ist schmutzig, die kleinen Teile an der Achse sind schmutzig, also klar, die Bereiche, wo man auch bei der Wäsche nicht rankommt, sind sehr schmutzig. Der vordere Radlaufbereich sieht nicht ganz so schlimm aus, weil man da regelmäßig rankommt. Deswegen entsanden wir erstmal einmal den groben Sand runterspülen, damit der Reiniger dann gezielt da wirken kann, wo er gebraucht wird und nicht vom Sand aufgehalten wird. Also einmal gründlich abkerchern sozusagen, abkränzeln, wenn man so will. Passen ein bisschen an den elektrischen Kontakten an der Bremse auf, wenn welche da sind, aber sonst da ist da nicht viel zu beachten und kann nicht viel schief gehen. So, wenn wir fertig sind mit der ersten Runde abspülen, sprühen wir Felgenreiniger auf die Bremse oder auf den Bremsbereich, also überall da, wo wir noch Bremsstaub vermuten. Dort kann der wirklich wirken und den Bremsstaub lösen und während der wirkt, sprühen wir einen Intensivreiniger ruhig relativ hoch konzentriert auf und zwar auf die ganzen anderen Bereiche. Hierbei ist ein Schaum sehr von Vorteil, weil der Schaum in sich zusammenfällt, eine sehr lange Wirkdauer hat, ohne anzutrocknen. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen eine lange Wirkungsdauer, viel Schmutzlösevermögen, ohne anzutrocknen, ohne Material zu beschädigen. Das ist perfekt. Wir schäumen also unser Radhaus intensiv ein und warten einige Minuten, bis wir sehen, dass der Intensivreiniger langsam anfängt anzutrocknen, beziehungsweise guck einfach, wenn du ein anderes Produkt verwendest, auf dein Etikett, wie lange er wirken soll. Und weiter geht's, manuelle Reinigung. Wir nehmen dafür eine weiche Felgenbürste, das ist eigentlich eine Bodybürste, also eine Waschbürste. Wir verwenden sie häufig für unsere Felgen und in diesem Fall jetzt für den entsandeten Radkastenbereich. Damit bearbeiten wir erstmal alle großen Bereiche und mit der ist auch nicht so schlimm, wenn man mal so ein bisschen an den Lack kommt. Die Kanten spülen wir vorher auch einmal mit Wasser ab, wie du hier siehst, einfach damit da kein Sand mehr ist, wenn man doch mal so ein bisschen mit der Borste rüberkommt, dass keine Kratzer entstehen. Damit mache ich alle Bereiche, wo ich rankomme, weil es einfach schnell geht und wechsle darauf entsprechend Pinsel in verschiedenen Größen, um dann wirklich in die Kanten, in die Ritzen, ums Fahrwerk und wirklich an alle Bereiche zu kommen, die da eben noch offen sind, die noch gereinigt werden müssen. Arbeite dich hier systematisch von einer Seite zur anderen, von oben nach unten vor, damit du nichts vergisst. Und nun die zweite Runde abspülen, wieder mit dem Hochdruckreiniger, um auch wirklich den Reiniger aus den Ecken und den Ritzen zu bekommen und nochmal vielleicht ein bisschen Sand, den wir nicht ganz erwischt haben, mit zu entfernen. Wir spülen wieder wie im ersten Gang alles gründlich und intensiv ab. Achte wie gesagt wieder auf die elektrischen Kontakte, sonst kann hier nicht viel bei schief gehen. Ich nehme dann nochmal eine harte Textilbürste, um den Filzbesatz innen nochmal nachzuarbeiten, weil da noch ein paar Nadeln drin stecken. Da hat die weiche Bürste nicht gereicht. Da gehe ich punktuell nochmal nur an diesen Filzbesatz. Der ist hier wirklich nur sehr punktuell eingesetzt. Da hat BMW mal wieder ein bisschen gespart. Den reinige ich nochmal nach und spüle dann alles nochmal mit dem Wasserschlauch aus. Gut, dann wird trockengelegt. Das musst du in der Praxis natürlich nicht machen. Das mache ich jetzt hier, um dir ein Endergebnis zeigen zu können. Normalerweise brauchst du das nicht. Da kannst du warten, bis es luftgetrocknet ist. Es sei denn, du willst gucken, ob du nicht optimal gereinigt hast. Aber wenn du gründlich warst, dann gibt es keine Probleme. Sieht man auch hier. Alles wunderbar, perfekt sauber. Das Einzige, was ich jetzt nochmal probieren möchte, ist die Gussteile, die so stark angelaufen sind, nochmal mit Teerentferner einzusprühen und nochmal nachzureinigen. Ich weiß nicht, ob da was geht. Ich probiere es einfach mal aus. Ist definitiv ein Versuch wert. Also Teerentferner auf die trockene, ganz wichtig, sonst schwimmt er einfach nur oben. Oberfläche sprühen, ruhig 5 bis 10 Minuten stehen lassen, da passiert gar nichts und dann mit einer Bürste nacharbeiten. Ich nehme mir die EZ Detail Brush, die kleine, einfach damit ich da wirklich in die Ecken und Kanten komme. Das gleiche mache ich nochmal bei der Bremse und spüle danach nochmal mit Wasser nach.
Du siehst, wenn das Rad erstmal runter ist, kommt man ziemlich gut und ziemlich schnell zu einem optimalen Ergebnis. Wir könnten jetzt, oder im letzten Schritt wäre es natürlich sinnvoll, nach der kompletten Wäsche die Radhausschale gleich keramisch zu versiegeln, weil der Großteil der Arbeit ist jetzt getan. Hier müsste man dann nur noch einmal den Kunststoff entfetten und versiegeln. Würde sich definitiv anbieten. Du kannst ungefähr, je nach Verschmutzung und Fahrzeuggröße und welchen Wagenheber du hast, so um eine ca. 30 Minuten pro Radhausschale rechnen, damit es wirklich ordentlich wird. Gussteile werden selten perfekt, weil die halt auch einfach anlaufen können. Die müsste man dann lackieren oder auch strahlen. Also abrasiv strahlen würde ich aber im eingebauten Zustand nicht machen. Da ist einfach zu viel empfindliche Elektronik. Ansonsten bei Filzeinsätzen muss man wirklich mal eine harte Bürste nehmen, um diese ganzen Blätter da rauszuziehen. Und dieses Vorgehen ist, denke ich, relativ einfach. Achte ein bisschen auf die Arbeitssicherheit, also stützt dir gerade, weil du hier mit Hochdruck und Bürsten und ein bisschen Bewegung drin bist, eine Seite, also heb ihn hoch und stützt dir auf jeden Fall eine Seite mit dem Bock ab, dass wenn der Wagenheber doch mal rutscht, dass dir das Ding nicht gleich auf den Boden knallt, weil dann wird es nämlich richtig teuer. Ansonsten denke ich, Vorgehen ist klar, Vorgehen ist einfach, Ergebnis ist top, macht wirklich Spaß, weil wirklich viel passiert beim Machen und ein schönes Ergebnis hinterher ist. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch, mach das Rad noch ran und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, hau rein.